Wie alt bist du eigentlich? Schätz doch mal. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr neue Leute kennenlernt, dass das irgendwie gefühlt immer eins der allerersten Gesprächsthemen ist. Wie alt bist du? Alter scheint irgendwie so ein relevantes Thema zu sein. Und ganz ehrlich, mich interessiert's auch, wie alt andere Menschen sind. Aber ich frage mich halt, warum ist das eigentlich so? Warum ist das so eine der ersten oder relevantesten Informationen, die wir irgendwie erfragen, wenn wir jemand Neues kennenlernen? Dabei ist auch interessant, dass das ja gefühlt mit der Zeit so ein bisschen switcht. Als Kind ist Geburtstag haben und älter werden toll. Man ist jedes Mal richtig stolz drauf, wenn man ein Jahr älter geworden ist und kann es kaum erwarten, groß und erwachsen zu sein. Aber ich glaube, viele von euch kennen das auch. Ab einem bestimmten Alter, freut man sich dann halt nicht mehr darüber, älter zu werden. Dann ist es eher so, oh, nicht noch ein Jahr älter. Und zum Beispiel bei mir merke ich immer, wie extrem ich mich freue oder es auch als Kompliment sehe, wenn mich Leute wesentlich jünger einschätzen. Für alle, deren erstes Video von mir das vielleicht ist oder die es auch so nicht mitbekommen haben, ich bin 31, werde tatsächlich auch in knapp 2 Monaten schon 32 und ja, werde aber regelmäßig einfach jünger geschätzt, oft so auf Anfang 20, aber manchmal, so wie letztens erst, werde ich auch beim Radler kaufen noch nach dem Ausweis gefragt. Mit 18 oder so hätte ich mich dann noch beleidigt gefühlt, mittlerweile ist es so ein ja, guck, hier ist mein Ausweis, ja. Also irgendwo, auch so ein bisschen verinnerlicht, älter werden ist schlecht. Was ich auf jeden Fall spannend fand, ist, dass ich das Gefühl habe, dass so mit Mitte, Ende 20 es anfängt, dass die Leute so eine gewisse Alterspanik entwickeln, was auch ungefähr die Zeit ist, wo sich das Gehirn dann vollständig entwickelt hat. Ob das jetzt Korrelation oder Kausalität ist, will ich an dieser Stelle nicht bewerten. Ich fand es nur einfach interessant, diesen Zusammenhang. Und ich denke, es hat auf jeden Fall auch biologische Gründe, aber eben auch sehr stark gesellschaftlich geprägte, dass wir ab einem bestimmten Punkt anfangen, so ein bisschen Panik aufgrund unseres Alters zu schieben. Ich denke, bei den biologischen Faktoren ist es relativ einfach. Ab einem gewissen Alter baut der Körper natürlich ab, obwohl man dem natürlich auch mit einer gesunden Lebensweise vorbeugen kann. Ich bin jetzt auch keine Ärztin oder irgendwie Expertin, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, okay, man kann vielen Dingen mit einem gesunden Lebensstil vorbeugen, aber trotzdem mit zunehmendem Alter werden ja auch Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Erkrankungen etc. einfach wahrscheinlicher. Ich habe das auch schon bei mir selbst gemerkt, also so als Kind oder Teenager, ich hatte nie irgendwelche Probleme und ja, ich glaube, es war auch so Anfang, Mitte 20, wo dann so die ersten Wehwehchen kamen, also Probleme mit dem Unterleib oder dann eben auch zwischenzeitlich Bluthochdruck. Ich habe auch mittlerweile so eingewachsene Fußzehen, wo ich eigentlich auch eine Nagelspangenbehandlung bräuchte, die ich mir jetzt aber nicht im Sommer antun wollte. Öfter mal Rückenschmerzen, ja, und all diese Sachen. Und ich meine, ich bin Anfang 30, da wird tendenziell eher noch mehr dazukommen. Und speziell bei Frauen oder eben Menschen, die eine Familie gründen wollen, tickt natürlich auch in gewisser Weise die biologische Uhr, weil irgendwann ist es biologisch einfach nicht mehr möglich, Kinder zu bekommen. Natürlich, heutzutage gibt's da auch Methoden, um dem vorzubeugen. Also man kann Eizellen einfrieren und alles. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Privileg für Leute, die sich das finanziell auch leisten können. Kostet ja, glaube ich, mehrere tausend Euro. Und ganz ehrlich, ich könnte das jetzt gerade nicht aufbringen. Naja, aber von dem her macht's schon irgendwo Sinn, dass Alter jetzt nicht komplett irrelevant ist in Bezug auf den Körper oder auch die körperliche Gesundheit. Aber ich glaube, oft ist es noch mehr als dieser biologische Druck, eigentlich der gesellschaftliche Druck, der das Alter zu so einem Dauerthema macht. Also es gibt natürlich so bestimmte Grenzen und Regeln. Zum Beispiel ab einem gewissen Alter darf man Alkohol trinken, Auto fahren, ist offiziell erwachsen, darf wählen gehen und so weiter. Aber ich glaube, dann gibt es auch viele Vorstellungen, die, auch wenn sie jetzt kein Gesetz sind, vielleicht trotzdem so ein bisschen einverleibt
sind. Das sind so Themen, die sich ja irgendwo auch durch meine Videos ziehen, weil es ja eben darum geht, ja, einen Lebensweg zu wählen, der vielleicht so ein bisschen von der gesellschaftlichen Norm abweicht. Und das ist interessant, weil ich letztens wieder gemerkt habe, als ich meine Freundin Aline in Lüneburg besucht habe. Wir sind beide gleich alt, haben zusammen im Bachelor studiert. Sie wird im Herbst heiraten, wohnt mit ihrem Verlobten zusammen in einem Eigenheim, arbeitet in einem gut bezahlten Corporate-Job und ja, lebt einfach dieses Leben, das ich früher immer so als Erwachsenenleben halt gesehen habe. Und dann komme ich und habe das Gefühl, ich lebe gerade wieder so wie jemand, der gerade die Schule oder das Studium beendet hat. Und dann ertappe ich mich auch schon, dass ich mir denke so, Mann, das hätte ich auch haben können. Aber dann denke ich mir eben auch, ja, ich hätte das haben können, aber aus irgendeinem Grund habe ich mich ja dagegen entschieden. Ich habe gemerkt, das ist nicht der richtige Lifestyle für mich, sondern ich versuche rauszufinden, was für mich das richtige Leben ist. Und ja, mit 31 arbeite ich jetzt wieder als Aushilfe in einem Restaurant zusammen mit vielen 16, 17, 18-Jährigen. Und ja, ich bin gerade finanziell wieder an einem Punkt, wo ich jeden Monat so ein bisschen drum bangen muss, nicht zu sehr im Minus zu landen. Und meine längste Beziehung, die ich mit meinen 31 Jahren bisher hatte, ging 10 Monate und die meiste Zeit meines Lebens war ich einfach Single. Und natürlich bin ich dann auch manchmal an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, boah, ich bin ja voll die Versagerin, weil ich mich eben mit anderen Menschen in meinem Alter vergleiche, die vielleicht eher diesen traditionelleren Weg gewählt hat, was ich auch überhaupt nicht kritisieren will, weil am Ende geht's ja darum, dass jeder das Leben lebt, das zu ihm oder ihr passt. Aber dann erinnere ich mich halt auch wieder dran, dass ich quasi dabei war, dieses Leben zu leben und es mir einfach nicht gefallen hat. Und dass ich nur dieses eine Leben habe und es deshalb wichtig ist, dass ich zufrieden damit bin, wie ich es lebe und nicht Leute aus meinem bekannten Familienkreis oder sonstiges. Generell würde ich auch sagen, habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, dass Alter oft erstaunlich wenig über eine Person aussagt. Ich habe Leute kennengelernt, die mit Anfang 20 schon super erfolgreich oder super reflektiert waren. Ich habe Leute in meinem Alter oder teilweise noch älter kennengelernt, die emotional komplett unreif sind und denen ich gerne mal eine Therapie ans Herz legen würde. Ich habe Menschen kennengelernt, die schon mit 18 genau wissen, was sie im Leben machen wollen und andere Menschen, die mit über 40 nochmal einen komplett anderen Weg eingeschlagen haben. Es gibt Leute, die gründen mit Mitte 20 eine Familie, andere Leute heiraten das erste Mal mit 60. Also an sich, es gibt ja keine Regeln dafür und ich glaube, das Schöne heutzutage ist auch, dass wir diese Muster immer mehr aufbrechen und halt nicht Leute verurteilen, die vielleicht eine andere Geschwindigkeit im Leben haben. Ich habe da letztens beim Doomscrolling auf Instagram auch ein ganz schönes Zitat gesehen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ging das? Mir fällt gerade der genaue Wortlaut nicht ein, aber es ging darum, so, wieso fühlst du dich im Leben hinterher? Du kannst doch die Geschwindigkeit deines Lebens nicht mit einem anderen vergleichen, sondern jeder lebt sein Leben eben in seiner eigenen Geschwindigkeit. Ja, so wie ich das jetzt sage, klingt das nicht so deep wie das Reel auf Instagram, aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. Ich glaube, es würde uns allen so gut tun, einfach von dieser Vorstellung abzulassen, dass das biologische Alter darüber bestimmt, an welchem Punkt in seinem Leben man sein sollte. Und obwohl mir all das bewusst ist und obwohl ich auch weiß, dass ich mit Anfang 30 wahrscheinlich 2/3 meines Lebens noch vor mir habe ich trotzdem immer wieder diese Momente, wo ich mich alt fühle, wo ich das Gefühl habe, die Zeit läuft mir weg und wo ich mir wünschte, ich könnte meine Kindheit oder Jugend auch nochmal erleben. Und zu so einem ähnlichen Thema habe ich auch schon ein Video gemacht, da ging es um Nostalgie, warum man, je älter man wird, vielleicht auch öfter in solchen nostalgischen Gedanken versinkt und sich eben die Vergangenheit zurückwünscht. Und auch da war im Grunde das Fazit schon, es geht gar nicht um die Zeit an sich und ich denke, es geht auch gar nicht um das Alter an sich. Also ich will jetzt nicht wieder 5 Jahre alt sein oder 15 Jahre alt. Ich glaube, es sind eher die Dinge, die man mit einer gewissen Altersphase verbindet, die man dann vermisst oder sich auch zurückwünscht.
Zum Beispiel würde ich mal sagen, die meisten von uns haben eine relativ unbeschwerte Kindheit. Man fühlt sich sicher, man fühlt sich zugehörig, eingebunden und das Leben ist irgendwo auf Spaß ausgelegt. Dann kommt man in die Pubertät und ja, die Pubertät kann sehr dramatisch sein, aber irgendwie hat es auch was, dass sich alles so intensiv anfühlt. Also alles ist irgendwie so wichtig und man macht viele Erfahrungen zum ersten Mal. Also so Sachen wie das erste Mal Alkohol trinken, der erste Kuss, obwohl der jetzt bei mir wirklich nicht sonderlich berauschend war. Und dann so mit Anfang 20, man startet gerade ins Leben, man fängt an, die Welt zu entdecken, man reist oder studiert, macht eine Ausbildung und versucht erstmal herauszufinden, wer man als Mensch eigentlich ist. Und zum Beispiel für mich ist die Erinnerung an meinen ersten kleinen Solo-Trip nach Lettland, damals mit 21, 22, auch nach wie vor so eine super besondere Erinnerung. Einfach weil dadurch das erste Mal war, dass ich alleine in einem anderen Land gewesen bin, das für mich so eine super intensive Erfahrung war. Und das lässt sich halt nicht rückgängig machen. Man kann Dinge nicht nochmal zum ersten Mal erleben. Man kann sie vielleicht auf andere Art und Weise erleben, aber so dieser, ich sag mal, Wow-Moment vom ersten Mal, der kommt halt nicht zurück. Und ich glaube, dementsprechend macht es auch irgendwo Sinn, dass dann ab Mitte 20 man auch anfängt, mehr über das Alter nachzudenken und sich nicht mehr darüber zu freuen, älter zu werden, weil das quasi auch so die Phase ist, wo so dieses offizielle Erwachsenenleben beginnt, wo man dann viele Erfahrungen schon zum ersten Mal gemacht hat und alles eben mehr in so einen alltäglicheren Trott verfällt. Aber auch da haben wir ja schon festgestellt, es muss ja auch nicht sein. Also ich will damit jetzt gar nicht sagen, ab Ü30 hat man jetzt seine tägliche, wöchentliche Routine und ist da komplett festgefahren. Mag bei manchen so sein, aber natürlich auch nicht bei allen. Trotzdem denke ich, ist es eben nach wie vor in unserer Gesellschaft noch so ein bisschen diese typische Einteilung der Lebensphasen. Das Ding ist, Alter wird in unserer Gesellschaft höchstwahrscheinlich nicht von heute auf morgen komplett irrelevant werden und es wird vermutlich auch immer Menschen geben, die der Meinung sind, dass man in einem bestimmten Alter an einem bestimmten Punkt sein müsste. Ich denke, das lässt sich ganz gut ignorieren. Was sich natürlich nicht ignorieren lässt, ist Altersdiskriminierung. Was natürlich gerade die jüngeren oder älteren Menschen unserer Gesellschaft betrifft oder aber eben auch Frauen, denen dann ständig vermittelt wird, dass sie ab einem bestimmten Alter einfach nicht mehr so viel wert sind. Ich hatte da bisher zum Glück relativ wenig Berührungspunkte mit, obwohl ich da auch vor ein paar Monaten mal einen Kommentar zu einem Short von mir hatte. Da ging es einfach nur darum, dass ich Spazieren im Wald mit Pac-Man-Spielen verglichen habe, weil ich als introvertierte Person, wenn mir jemand anders im Wald begegnet, gerne vorher eine Abzweigung nehme, um der Person nicht über den Weg laufen zu müssen. Und ich habe schon erstmal gar nicht verstanden, wieso sich jemand von diesem Short angegriffen fühlt, aber dass dann eben als Kommentar noch sowas kam von wegen, ja, in deinem Alter kannst du ja froh sein, wenn dich überhaupt noch jemand haben will oder irgendwie sowas in die Richtung. Da war ich wirklich schockiert, weil ich mir dachte, wo kommt das jetzt her? Also was hat das jetzt mit meinem Alter zu tun? Und also ich bin 31, so Also ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Ich habe den Kommentar dann auch bei YouTube gemeldet, weil ich mir einfach dachte so, nee. Ich meine, auf Social Media machen einen die Leute wegen allem Möglichen runter. Ich finde es einfach eine sehr traurige Sache, dass es vielen Menschen scheinbar ein gutes Gefühl gibt, andere Menschen runterzumachen. Ich werde es nie verstehen und ich werde es auch nie verstehen, warum man Menschen eines bestimmten Alters irgendwie weniger Wert zuschreibt. Dementsprechend hoffe ich einfach für die Zukunft, dass Alter halt wirklich hauptsächlich eine Information darüber ist, vor wie vielen Jahren jemand das Licht der Welt erblickt hat, aber eben keine Information darüber, wie intelligent, wie reif, wie kindlich, wie unreflektiert, wie emotional verfügbar, wie leistungsfähig oder jemand ist. Weil am Ende ist Alter halt auch einfach nur eine Zahl.
das waren so meine Gedanken zum Thema Alter oder auch älter werden. Da gibt's bestimmt noch wesentlich mehr zu sagen. Das war jetzt das, was ich so spontan dazu im Kopf hatte. So, was ich mitbekommen habe, seid ihr als meine Community altersmäßig relativ gut durchmischt, was ich super schön finde, weil es irgendwo auch wieder zeigt, so ja, Generationen unterscheiden sich auf gewisse Weise, aber irgendwo haben wir ja trotzdem alle die gleichen Themen. Und da würde es mich auch voll interessieren, was ihr zum Thema Alter denkt oder älter werden, ob das für euch schon in gewisser Weise problematisch geworden ist, weil ihr einfach in irgendeine Krise geraten seid oder vielleicht auch deshalb schon mal diskriminiert wurdet. Schreibt das gerne in die Kommentare und schaut doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Da mache ich nämlich regelmäßig Videos zu solchen Themen, aber gerade auch Vlogs, in denen ich euch mitnehme in meinem Leben, das ich ja gerade, wie gesagt, so ein bisschen versuche von Grund auf wieder aufzubauen, so wie es mir gefällt. Lasst gerne ein Like oder Abo da. Ich hasse es nach wie vor, mich selbst zu vermarkten, aber sorry Leute, ich muss es tun. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich schon ganz bald im nächsten Vlog wieder.